Also ich muss schon sagen, das Paket ist wirklich umfangreich. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig, den vielen Schmuck einfach so zu verschenken. Hallo und willkommen auf meinem Kanal Fine Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem Shop verkaufe. Heute packe ich ein Schmuckpaket aus, das mir eine Zuschauerin zugeschickt hat. Ich weiß überhaupt nicht, was im Paket ist. Lassen wir uns überraschen. Das ist ja richtig viel Schmuck, also das wird ein langes Video. Ich fange mal hier mit der Uhr an. Es ist eine Swatch mit schönen blau-grauen Strasssteinen. Ja, ich selber kenne nur die Kunststoffuhren von Swatch, also ich weiß nicht, wann Swatch tatsächlich solche Schmuckuhren gemacht hat. Und das ist ja schon mal interessant. Dann habe ich hier eine Krawattennadel. Schon recht alt aus. Und hier ist nochmal eine Krawattennadel in Edelstahl. Und noch eine. Das erinnert mich an die 80er Jahre. Ein Design, das recht dynamisch rüberkommt. Dann haben wir hier, ja, das war mein Anhänger, so ein ganz typischer Anhänger in Glas. Hier ist ein Armreif. Aha. Hier muss ich nochmal mit der Lupe schauen. Auf diesem Verschlussteil ist eine Krone. Ich weiß nicht, zu welcher Marke das gehört. Ein schlichter, schöner Armreif, vergoldet. Dann habe ich hier ein Kunststoffarmband in Grau. Ja, ich denke, es ist Kunststoff. Transparente graue Dreiecke aneinandergereiht. Das ist ein Armband. Ich schaue erstmal, was da drin steht. Stellato, made in Italy. Und zwar sind das diese Nomination-Armbänder, wo man diese einzelnen Motive kaufen kann. Und so ein Armband aus Italien hatte ich schon mal. Also ich denke, die wurden parallel gemacht. Das ist kein Nomination-Armband, aber eben ein Edelstahlarmband aus Italien, das man genauso verwenden kann. Diese Teile kann man rausnehmen und andere Zwischenteile einsetzen. So, dann möchte ich gerne dieses Kästchen hier öffnen. Das ist ein Schmuckset, bestehend aus Ohrringen, Ring und Halskette. Also das Kästchen ist schon richtig alt. Das könnten also auch die 80er oder 90er sein. Dann haben wir hier noch einen schönen Armreif mit Elefantenmotiv. Und noch eine Krawattennadel mit kleinem Steinchen hier am Ende. So, und eine Halskette aus Gummi, schwarzer Gummi mit Glasanhänger
Also hier ist auch so eine stilisierte Blume drin in dem Glasteil. Jetzt mache ich mal diese Tüte hier auf. Eine schöne Halskette. Ich gucke nochmal. Die Perlen sind aus Glas. Sie sind tief dunkelblau. Und wenn man das richtig von nahem anschaut, sieht man darin so ganz kleine Glaspartikel. Eine sehr interessante dunkelblaue Halskette. Sehr schön. Dann gibt es hier ein kleines Säckchen mit Perlenarmbändern. Ja, das Logo habe ich schon mal gesehen. LBVYR. Das sind Perlen in 3 verschiedenen Grautönen, würde ich sagen. Warme Grautöne und eine klassische Perlenfarbe. Ein 4-teiliges Armband. Dann schauen wir mal hier rein. Hier ist etwas Schönes mit Schmetterlingen. Eine Halskette von Pilgrim. Danish Design. Und hier der Schmetterling ist so in Grüntönen gestaltet mit türkisfarbenen Strasssteinen. Und hier nochmal kleine Schmetterlinge. Und hier nochmal so eine Libelle, also sehr liebevoll gemacht. Das sind auch so die Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Das Metall ist hier auch so ein bisschen dunkler, ein dunklerer Silberton. Dazu gibt es noch Ohrringe, die sind auch signiert, Pilgrim. Das wäre der Ohrring dazu und hier ist noch der zweite. Ein kleines, sehr nettes Schmuckset aus den 90ern, 2000er Jahren. Dann haben wir hier, ist auch wieder eine kleine Marke dran, ich schau mal. Ja, das ist auch wieder diese Anreihung an Buchstaben. Ja, ich weiß leider nicht, wo der Schmuck herkommt, aber natürlich habe ich ihn schon mal gefunden. Hier mit kleinem Herzanhänger. Und dieses Armbändchen hat auch einen Herzanhänger. Diesmal ist das Herz durchbrochen. Dann nochmal eine Halskette, goldfarben mit türkisfarbenen Perlen und einem durchbrochenen Blatt. Eine etwas längere Halskette. So, jetzt machen wir dieses hier auf. Hier schaut mich ein toller Strassapfel an. Das sind eher Broschen. Hier dieser Elefant. 2 Elefanten sind ein Tuchclip. Messingfarben. Und nochmal ein Elefant aus Holz, auch als Brosche. Und eine Eulenbrosche
mit braunen Strasssteinen. Die Augen sind große schwarze Strasssteine. Auch sehr schön herbstlich wirkt diese Brosche. Dann ist hier eine kleine Schmetterlingsbrosche. Die sind so aus den 70er, 80er Jahren. Und noch ein Anhänger, ein Eulenanhänger in Silber mit schwarzen Strassaugen. Das hier ist die Apfelbrosche mit roten Strasssteinen. Ich gucke nochmal unter der Lupe. Nee, ist unsigniert. Hier ein kleiner Anhänger mit sehr stark glitzernden rosa Steinen und hellblauen kleinen Steinen. Eine Elefantenbrosche, sehr, sehr schön emailliert und mit Strasssteinen verziert. Also hier ist definitiv eine kleine Elefantenbroschensammlung. Einmal ein Elefant mit schwarzer Emaille und einmal mit cremefarbener. Also mir gefällt der, den finde ich toll, so auf dunklem Grund. Sehr schönes Design. Dann sehe ich hier auch was Interessantes. Das ist auch eine Brosche. Das ist auch wieder dieses Logo mit dem LBVYR in matt Silber und diese Mitte ist hier mit Strasssteinen besetzt. Also das Design erinnert mich sehr an die 60er Jahre. Die Brosche ist mit Sicherheit neuer. Das sieht man an der Nadel. Aber ist doch inspiriert von den alten Designern. Hier haben wir ein Samtband. Ah, das ist der Anhänger, der ist bestimmt beim Transport kaputt gegangen. Das war hier der Anhänger. Glas kann natürlich auch sehr empfindlich sein. Dann haben wir hier, das ist ein Schmuckstein. In grau-beige. Und der ist an einem Lederband jetzt festgemacht. So, dann haben wir hier wieder ein Schmuckset. Ein Schmuckset mit ovalen vergoldeten Schmuckteilen und dazwischen, ja, das ist so in Perlmutt, imitiertes Perlmutt würde ich sagen, weil es fühlt sich doch ja wie Kunststoff an. Die Halskette und das passende Armband dazu. So, dann nehmen wir mal dieses Säckchen hier. Da gibt es eine Menge Schmuck drin. Das wäre richtig viel. Das ist genau der Ohrring. Hat sich etwas verfangen. Das ist ein kleiner roter Elefant. Schwer zu sagen, was das Material ist, aber er sieht doch handbemalt aus. So, dann, ah ja, hier ist der zweite dazu. Er ist also nicht allein, der Ohrring ist komplett.
Dann haben wir hier sehr schöne, intensiv türkisfarbene Ohrringe. Und hier oben ist das so Messingfarben, auf alt getrimmt. Dann haben wir diese Ohrringe hier. Ich gucke nochmal. Die haben einen Silberstempel. Das sind so leicht im Hippie-Design. Dieses runde Teil ist so wie so ein Filigranschmuck gearbeitet, durchbrochen. Und sehr hübsche silberne Ohrringe. Schön. Dann haben wir hier einen Ohrring. Also da kann ich nicht genau sagen, ob der komplett in Silber ist, aber auf jeden Fall die Aufhängung und der Haken ist aus Silber. Das ist ja schon mal sehr gut. Er fühlt sich leicht an, aber einigermaßen groß und sehr, sehr dekorativ. Finde ich sehr, sehr schön. Tolle Hippie-Ohrringe. Dann haben wir hier schöne glitzernde Strass-Ohrringe. Und glitzern auch sehr stark, sehr schön. Und diese hier, auch wieder tolle Hänger in dunkelblau, grau und weißem Strass. Dann nochmal kleine Ohrringe in Silber mit großem Strassstein. Und hier nochmal Ohrringe als große Perle. Der Hänger ist eine große Perle, die so leicht, ja, aprikot-rosafarben wirkt. Dann diese hier. Oh, schön. Das ist der zweite. Ich gucke nochmal. Das Gold ist hier so leicht messingfarben und die Steine sind eckig und in lila, wie Amethysten, und so einen ganz hellen Flieder. Dieser Kontrast zu dem dunklen Goldton, das sieht wirklich ganz schön aus. Die gefallen mir. Dann, hier ist noch ein Steinchen, der gehört zu denen. Wieder so ein Hippie-Design. Also das finde ich auch, das ist auch ein schöner Look im Sommer, wenn man ein weißes Kleid anhat und dann so einen tollen Hängerohrring mit Strass. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. So, diese 3 Ohrringe passen sehr gut stilmäßig zusammen. Dann haben wir hier so ein Tropfenohrring in Strass. Und hier auch nochmal in Gold. Tropfenhänger wurden hier scheinbar sehr gerne getragen. Und sehr hübsch aus. Dann haben wir das hier. Das ist auch irgendwie interessant. Könnte auch Glas sein. In braun-beige-Tönen. Auch so ganz individuell. An einem silbernen Haken. Dann haben wir hier
ein Fleur de Lis Ohrring, die Schwertlilie. Super schön. Also ich weiß noch, in den 90er Jahren, wenn man in Florenz war, dann brachte man sich einen Schmuck mit in diesem Design. Dann war man inspiriert. Super schön. So, dann haben wir hier, das sind Ohrringe mit Perlmuttstein. Der Perlmuttstein ist hier so in so leichten Blau-Grautönen eingefärbt, auch als Hänger. Und nochmal Straßhänger in Blau, intensivem Blau und Hellblau. Wieder schöne Glitzerohrringe. Und hier finde ich auch toll, hier sieht man auch, es gibt einen rechten und einen linken. Sehr schön. So, dann stürzen wir uns mal auf diese Päckchen hier. Oh, Ringe. Ziemlich viele Ringe. Also ich muss schon sagen, das Paket ist wirklich umfangreich. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig, den vielen Schmuck einfach so zu verschenken. Der Ring hat ein Perlmutt-Inlay und einen richtig intensiven Goldton. Der gefällt mir gut. Der passt heute ganz perfekt. Dann gibt es hier einen schönen Ring mit glitzernden blauen Strass und einem intensiv glitzernden mittleren Stein. Auch sehr schön. Dieser Ring sieht auch sehr gut aus. Diesem rosa, blau und grünem Stein, und die Farben sind sehr gut gewählt, also sind wirklich wie die echten Edelsteinfarben. Schön. Dann dieser goldfarbene Ring hat einen pinkfarbenen Stein. Dieser hier hat einen großen grünen, mattgrünen Stein. Der gefällt mir auch sehr gut. Das ist auch ein Mittelfinger eher. So. Schöner Ring. Und das ist der passende Ring zu dieser Halskette hier. Er hat auch diesen glitzernden, tiefblauen Stein. Toll. Also das stelle ich mir im Herbst sehr gut vor, so auch so ein bisschen eleganter und schlichter. Und dieser Ring hat einen Stein. Das sieht aus wie ein Karneol. Ein Ring mit Strass. Und dann diese hier. Oh, die gleichen sich. Also das finde ich sehr toll. Das ist auch so eine Form aus den 70er Jahren. Dann der hier wieder, der hat auch wieder diese schwarzen Einschlüsse. Wirkt auch wie ein Karneol. Aha, davon gibt es sogar zwei. Ja, und da die Steine auch, die Einschlüsse unterschiedlich sind, daran sieht man auch, dass es ein Schmuckstein ist. Bei einem Kunststoffstein würde man sich natürlich nicht die Mühe machen und bei jedem eine andere Maserung machen. Ja, und das hier ist auch ein Ring und das ist auch ein Karneol, ein etwas hellerer
fast schon ein bisschen bräunlich wirkender Stein. Ja, dann machen wir hier mal weiter. Ja, die kenne ich, die Armbänder. Die sind magnetisch und dementsprechend, also ist es entweder ein Armband oder man kann es auch zu einer Halskette drehen. Und die hier hat silberne Schmuckperlen und schwarze Perlen dazwischen. Und diese hier ist mit braunen, eckigen Perlen besetzt und diesen dunkelgrauen magnetischen Teilen dazwischen. Und so können wir ein Armband machen oder eine Halskette und eben auch die Länge der Halskette dabei variieren. Dann haben wir hier noch was Schönes. Das sind die Halsketten. Die hier. Die hat so das Pharaonendesign. Diese Ketten waren Anfang der 80er Jahre sehr beliebt. Da kam die Tutanchamun-Ausstellung nach Deutschland und dann war man sehr von diesem Pharaonenschmuck inspiriert. Also leider hat meine Kamera nicht mitgemacht und das letzte Stück wurde nicht aufgenommen, deshalb hier nochmal der Nachtrag. Wunderschöne Halsketten waren noch in diesem tollen, großzügigen Paket, wofür ich mich auch nochmal sehr herzlich bedanken möchte. Also diese Perlenkette war dabei mit dem rosafarbenen Herz in der Mitte. Das passt mir ja zurzeit sehr, sehr gut. Ich promote ja gerade diesen tollen Schmuck zum Frühjahr, ein bisschen romantischer. Und hier haben wir rosa, cremefarben und dann endet das in weiß. Sehr schön vintage aus. Dann gibt es hier eine ganz klassische Perlenkette. Sehr schöne, kühle Perlen mit einem bequemen Verschluss. Und noch eine Halskette. Haben wir hier einen Unterschied. Ja, ein bisschen schon. Auch eine schöne, schlichte Perlenkette. Dann war in den Paketen noch so eine tolle Halskette hier im Zickzackmuster. So, das Metall ist geschwärzt. Eigentlich ein Zeichen für die 90er Jahre. Und dann schöne glänzende Strasssteine dazwischen. Dann war diese Statementkette drin. Metallblumen. In einem warmen Silberton. Ja, und signiert ist die Halskette hier mit Radical Chic, also radikal schick. Sehr schön, auch schön sommerlich, passt, finde ich, zu einem Kleid. Dann war eine kleine Tigeraugekette drin. Die hat diesen Schraubverschluss, also dürfte schon älter sein. Tigerauge. Und eine sehr schöne Halskette aus Naturstein. Also dieses sind so Chips aus Jadeit, würde ich sagen. Und das hier vorne müsste Bernstein sein. Das ist fühlt sich auch ganz leicht und warm an. Ja, schöne Natursteinkette. Und noch eine Kette, diese Perlen hier sieht man auch unter der Lupe, dass das Natursteine sind. Und zwar glaube ich, dass es ein hellgrüner Quarz ist. Und noch ein sehr schönes Armband war drin mit diesen tollen Glasherzen. Und diese Perlen sind wieder Karneole.
in tollen Farben. Ein sehr, sehr hübsches Armband. Also nochmal herzlichen Dank für dieses schöne Schmuckpaket. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte vergesst nicht, mein Video zu liken, das ist sehr wichtig auf YouTube. Und hinterlasst mir einen Kommentar. Bis bald.